Amazonas-Mysterium. Der Überlebenskampf der Raubtiere. Die Sonne geht langsam auf und durchdringt das dichte Blätterdach des Amazonas-Dschungels. Ihr Licht fällt auf den mit verrottenden Blättern und verworrenen Wurzeln bedeckten Boden. In diesem friedlichen Bild eines tropischen Morgens scheinen alle Lebewesen die seltene Sanftheit der Natur zu genießen. Doch irgendwo, verborgen hinter dem dichten Gebüsch, beobachtet ein Paar goldbrauner Augen jede Bewegung in absoluter Stille. Der Jaguar ist die größte Katze Südamerikas und eines der furchterregendsten Raubtiere des Amazonas, das seine Beute verfolgt. Mit seinem goldenen Fell, übersät mit charakteristischen schwarzen Rosettenmustern, scheint er im Wechselspiel von Sonnenlicht und Dunkelheit des Waldes zu verschmelzen. Jeder seiner Schritte ist leicht wie Tau und hinterlässt kaum Spuren auf dem trockenen Blätterteppich. Seine anmutige und markante Erscheinung ist nicht nur das Ergebnis jahrmillionenalter Evolution, sondern auch das perfekte Überlebenswerkzeug in diesem chaotischen Dschungel. Der Panthera onca ist nicht nur ein Symbol wilder Kraft, sondern auch die Verkörperung hochentwickelter Anpassung. Im Gegensatz zu seinen entfernten Verwandten wie Löwen oder Tigern besitzt der Leopard einen kräftigen Körper, breite Schultern, einen großen Kopf und stark entwickelte Kiefer, die ihm die kräftigsten Bisse aller Großkatzen ermöglichen. Seine Zähne sind stark genug, um den Schädel oder den dicken Panzer einer Süßwasserschildkröte zu durchdringen. Etwas, das nur sehr wenige Fleischfresser können. Im Gegensatz zu vielen anderen Raubtieren in der Katzenwelt, die nachts jagen, kann der Leopard je nach Umweltbedingungen und Beute sowohl tagsüber als auch nachts aktiv sein. Seine hervorragenden Schwimmfähigkeiten machen ihn zu einer der wenigen Katzen, die nicht zögern, Flüsse und Bäche zu durchwaten oder ins Wasser zu tauchen, um Fische, Schildkröten und sogar junge Krokodile zu fangen. Das Revier des Jaguars kann sich über Dutzende bis Hunderte Quadratkilometer erstrecken und er ist, außer während der Paarungszeit, die meiste Zeit seines Lebens einzelgängerisch. Bei der Jagd verfolgt er seine Beute nicht über weite Distanzen wie Wildhunde oder Wölfe, sondern setzt auf eine Pirschtaktik. Er nähert sich so lautlos wie möglich und versetzt ihr dann in Sekundenbruchteilen einen tödlichen Schlag. Die Kombination aus Kraft, Wendigkeit und kalter Angriffstaktik macht den Jaguar zu einer Macht, vor der sich alle anderen Lebewesen im Amazonasgebiet in Acht nehmen müssen. Selbst wenn sie ihn nicht sehen können, spüren sie seine Anwesenheit wie einen goldenen Geist, der im tiefen Wald lauert. Die Sonne steht hoch am Himmel und das Licht, das durch jede Blätterschicht fällt, erzeugt tanzende goldene Streifen auf Boden und Wasser. Die heiße Mittagsluft lässt die meisten Lebewesen Schutz im Schatten suchen. Doch für dieses Spitzenprädatortier ist die Stille des Mittags die perfekte Gelegenheit zum Zuschlagen. Das überflutete Flussufer fließt leise durch die Wurzeln der Bäume, die sich tief in den Boden graben.
Auf der glitzernden Oberfläche sonnt sich ein junger Kaiman, ein kleiner Verwandter des Krokodils, auf einer kleinen Sandbank. Er wähnt sich hier sicher, doch er ahnt nicht, dass er ins Visier eines erfahrenen Raubtiers geraten ist. Der Jaguar beobachtet schweigend. Seine scharfen Augen durchleuchten jede Bewegung. Obwohl er eine Katze ist, hat er keine Angst vor Wasser. Im Gegenteil, das Wasser ist sein Verbündeter bei waghalsigen Angriffen. Kein Laut. Der Jaguar gleitet hinab, jeder Schritt geschickt im nassen Schlamm gesetzt, ohne laut genug zu sein, um seine Beute zu alarmieren. In der Wildnis sind die Starken nicht immer die Größeren, sondern diejenigen, die zu warten wissen, im richtigen Moment zuzuschlagen und vor keiner Gefahr zurückzuschrecken. Und genau das ist der Jaguar im Amazonasgebiet. Das schräg einfallende Nachmittagslicht breitet sich wie ein Spiegel über die ruhige Wasseroberfläche aus. Der tiefblaue Fluss schlängelt sich wie ein weicher Seidenstreifen durch den Amazonas-Dschungel, durch die Wildnis, wo alle Lebewesen nach den Gesetzen der uralten Natur leben. Auf der friedlichen Wasseroberfläche erzeugt eine leichte Bewegung kleine Wellen und dann ertönt ein charakteristisches Schnauben. Und dann erscheint eine ganze Familie in einer Reihe schwimmend, die Köpfe hoch erhoben, die Augen unentwegt umherhuschend. Das ist der Riesenotter, der Wasserraubtier am oberen Ende der Nahrungskette. Mit einer Länge von bis zu 1,8 Metern und einem Gewicht von über 30 Kilogramm sind sie erfahrene Jäger, intelligent und äußerst vereint. Ihr wissenschaftlicher Name ist Pteronura brasiliensis. Dies ist der größte Otter der Welt und kommt nur im Amazonasbecken und einigen umliegenden Gebieten vor. Im Gegensatz zum einzelgängerischen Jaguar leben Riesenotter in Familien von 5 bis 10 Tieren, manchmal auch mehr. Sie jagen gemeinsam, ziehen ihre Jungen auf und verteidigen ihr Revier mit unglaublicher Organisation. Ihr Fell ist dunkelbraun und glänzend, mit weißen Bögen am Hals, die jedem Tier als einzigartiges Erkennungszeichen dienen. Im Wasser gleiten sie dank ihres langen, flexiblen Körpers mit unglaublicher Geschwindigkeit. Ihre starken Zähne ermöglichen es ihnen, Fischhaut zu durchbeißen, und ihre scharfen Krallen dienen zum Greifen ihrer Beute. Ihre Hauptnahrung sind Fische, insbesondere Welse und Piranhas, die sie mit großer Geschicklichkeit jagen. Bei der Jagd koordiniert sich die Gruppe rhythmisch, kommuniziert durch Rufe, umkreist und greift äußerst effektiv an.
Die ständigen Zisch-, Pfeif- und Knurrgeräusche, fast wie eine eigene Sprache, zeugen von einer in der Wildnis seltenen Interaktion und Verbundenheit. Riesenotter sind nicht nur Jäger, sondern auch hingebungsvolle Eltern. Sie graben Höhlen an Flussufern, deren Eingänge überflutet sind, um Raubtieren zu entgehen, und werden stets von anderen bewacht, wenn ihre Jungen spielen oder fressen. Ihre Koordination und ihr familiärer Zusammenhalt lassen einen an frühe menschliche Gesellschaften denken, in denen das Überleben eng mit dem Kollektiv verknüpft war. Der Regen beginnt sanft auf das Blätterdach des Waldes zu fallen. Jeder Tropfen rollt durch die handtellergroßen Blätter und fällt mit gleichmäßigem Prasseln zu Boden. Die Waldluft wird feucht und kühl und der stechende Geruch von Verwesung durchdringt jede leichte Brise. Vor diesem dunkelgrünen Hintergrund erscheint ein leuchtend gelber Strahl wie eine Warnung auf dem nassen Moos. Es ist der Pfeilgiftfrosch, ein kleines Lebewesen, jedoch die furchterregendste Waffe im Amazonas-Regenwald in sich trägt. Mit einer Länge von nur 2 bis 5 Zentimeter mag er zu klein erscheinen, um gefährlich zu sein. Doch seine leuchtenden Farben Gelb, Zimmer, Blau, Orange oder Rot sind nicht nur schön, sondern auch eine tödliche Warnung für jeden, der es wagt, sich ihm zu nähern. Sie gehören zur Familie der Dendrobatidae und sind für ihr tödliches Gift Batrachotoxin bekannt, das in geringen Mengen das Nervensystem lähmen und das Herz zum Stillstand bringen kann. Sie sind hauptsächlich tagsüber aktiv, was für viele Amphibien ungewöhnlich ist, und bewegen sich lautlos durch das feuchte Laub. Trotz ihrer geringen Größe sind sie extrem territorial und geben manchmal kurze Rufe von sich, um ihre Souveränität zu signalisieren. Jedes Individuum hat sein eigenes Revier, oft um einen morschen Baumstumpf herum, wo es während der Brutzeit nach Insekten sucht und Partner findet. Im Dschungel ist Größe kein Maß für Stärke. Dank ihrer leuchtenden Farben und ihres tödlichen Giftes müssen Pfeilgiftfrösche nicht vor ihren Feinden weglaufen und lernen, nach verheerenden Begegnungen wegzubleiben. Und so überleben die winzigen Lebewesen lautlos und doch kraftvoll im feuchten Nebel und endlosen Laub des Amazonas. Unter dem Blätterdach des Amazonas-Regenwalds schlängelt sich ein Riesentausendfüßler durch die feuchten, verrottenden Blätter, verborgen im gesprenkelten Sonnenlicht. Mit einer Länge von bis zu 30 Zentimetern, einem klar segmentierten Körper und Dutzenden von Beinen, die sich wie Wellen bewegen, verkörpert dieses Raubtier Stille und Präzision. Der Amazonas-Riesentausendfüßler Scolopendra gigantea frisst nicht nur Insekten, sondern greift auch kleine Schlangen, Vogelbabys und Mäuse an. Seine Vorderbeine haben sich zu giftigen Fängen entwickelt, die Neurotoxine injizieren, die sofortige Lähmung verursachen. Er jagt nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch Hinterhalt und blitzschnelle Schläge. Sein Körper, obwohl von einem harten Panzer umgeben, muss sich, wie bei vielen anderen Arthropoden, erst häuten.
Dies ist der seltene Moment, in dem er zerbrechlich wird. Die äußere Schale bricht vertikal auf und gibt den Blick auf einen weichen, glänzenden Körper frei, der wie ein neugeborenes Lebewesen hervorkriecht. Dieser Prozess findet im Dunkeln statt, an einem verborgenen Ort wie einer Felshöhle oder unter einer morschen Schicht, da der Tausendfüßler dann seine Verteidigungsfähigkeit verliert. Sobald er abgeschlossen ist, kehrt er zurück, um die alte Haut zu fressen, nicht nur um an die reichhaltige Calcium- und Proteinquelle zu gelangen, sondern auch um alle Spuren vor den Augen von Raubtieren und Artgenossen zu verwischen. Dieses scheinbar unheimliche Verhalten ist in Wirklichkeit Teil einer perfekten Überlebensstrategie, die ihm hilft, größer und stärker zu werden und seinen Jagdzyklus lautlos, aber effektiv fortzusetzen. Im Labyrinth des Amazonas-Dschungels, wo Flüsse sich wie die Blutgefäße eines lebendigen Ökosystems schlängeln, gibt es ein Lebewesen, das lautlos dahingleitet, aber die Kraft besitzt, ein Leben im Handumdrehen zu vernichten. Die Anaconda, die massereichste Schlange der Welt und zugleich einer der furchterregendsten verborgenen Killer in diesem Land. Ihr wissenschaftlicher Name ist Eunectes murinus, auch bekannt als südamerikanischer grüner Python. Obwohl sie nicht so lang ist wie der asiatische Netzpython, aber mit einer durchschnittlichen Länge von 5 bis 6 Metern, manche Exemplare übersteigen sogar 9 Meter und wiegen über 200 Kilogramm, besitzt die Anaconda kräftige Muskeln und eine Druckkraft, die stark genug ist, um die Knochen ihrer Beute in Sekundenschnelle zu brechen. Als Amphibien verbringen Anacondas die meiste Zeit unter Wasser, wo ihr enormes Gewicht keine Belastung mehr darstellt. Sie können bis zu 10 Minuten am Stück tauchen und liegen oft regungslos in Ufernähe, nur ihre Augen und Nasen ragen aus dem Wasser und warten auf den richtigen Moment. Die Nahrung der Anaconda ist sehr vielfältig. Vögel, Fische, Schildkröten, sogar Hirsche, Wildschweine und junge Kaimankrokodile. Doch eine ihrer beliebtesten Beutetiere ist das Wasserschwein, das größte Nagetier der Welt. An einem heißen Nachmittag verlässt eine Gruppe Wasserschweine mit großen Körpern und zotteligem braunem Fell nach einem kühlen Bad das Gras am Flussufer. Sie sind sanfte Wesen, die in Gruppen leben, sich vorsichtig bewegen, aber selten auf die Gefahren unter dem ruhigen Wasser achten. Versteckt zwischen Wasserhyazinthen und morschen Ästen rührt sich die Anaconda nicht. Unter dem ruhigen Wasser sind ihre Augen auf ihr Ziel gerichtet. Ein junges Wasserschwein, das sich ein paar Schritte von der Herde entfernt hat.
Nur wenige Minuten später kehrt Ruhe ins Wasser ein. Kein Blut, keine Spur, nur ein schwerer Schatten gleitet langsam davon und trägt die Folgen eines perfekten Hinterhalts mit sich. Die Dämmerung senkt sich über die hohen Baumwipfel, färbt den stillen Fluss golden und erleuchtet den Amazonashimmel in einem feuerroten Orange. Die Geräusche des Waldes verändern ihren Ton. Das Zirpen der Insekten ersetzt allmählich den Vogelgesang am Tag und signalisiert den Übergang zwischen zwei Welten. Eine ruhige und strahlende, eine geheimnisvolle und voller Ungewissheit. Wildes Afrika. Überlebenskampf. Inmitten der trockenen Winde und des rissigen Bodens der afrikanischen Savanne, wo bei jedem Schritt roter Staub aufwirbelt, schreitet ein Wesen lautlos voran. Es besitzt weder die majestätische Schönheit eines Löwen, noch fällt es durch seine gewaltige Größe wie ein Elefant auf. Doch es sind seine Stille und seine Ausdauer, die ihm geholfen haben, Millionen von Jahren der Evolution zu überstehen. Es ist das afrikanische Warzenschwein, ein wahrer Überlebenskünstler. Bewaffnet mit scharfen Stoßzähnen und einem unerbittlichen Wachsamkeitsinstinkt. Befolgen wir die Reise eines weiblichen Wildschweins und seiner 4 Babys, winziger Lebewesen, die lernen, am wildesten und unwirtlichsten Ort der Welt zu überleben. Während die Morgensonne noch hinter einer dünnen Nebelschicht verschwindet, verlassen die Wildschweine ihren Bau in einer Mulde zwischen den Akazienbüschen. Mit ihren kräftigen Schnauzen graben sie sich langsam in den Boden auf der Suche nach Wurzeln, Insekten oder anderem Essbarem. Ihre Herzen, so klein sie auch sind, schlagen im präzisen Rhythmus der Natur, einem lebenswichtigen Rhythmus. Wildschweine sind nicht wählerisch in ihren Essgewohnheiten. Auf ihrem täglichen Speiseplan stehen manchmal eine Wurzel, ein paar Käfer, etwas trockenes Gras oder sogar der Kot anderer Pflanzenfresser. Alles wertvolle Energiequellen. Diese abwechslungsreiche Ernährung hilft ihnen zu überleben, wo andere der sengenden Sonne und der Kargheit der Steppe erliegen würden. Wildschweine beschränken sich nicht nur auf die Nahrungssuche, sondern kämpfen täglich mit Gefahren. Feinde lauern überall. Leoparden, Löwen, Hyänen, sie alle halten junge Wildschweine für leicht zu verschlucken.
Doch die Mutterschweine bleiben stets wachsam. Jedes Geräusch, jeder seltsame Luftzug wird schnell wahrgenommen und verarbeitet. Ein Schnüffeln, eine Kopfbewegung genügen, damit die ganze Herde losrennt. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 48 km/h können Wildschweine plötzlich den Fängen von Raubtieren entkommen, wobei ihre Schwänze wie eine Warnflagge aufgerichtet sind, damit ihre Jungen ihrer Mutter folgen. In den Trockenmonaten, in denen die Wasserquellen allmählich versiegen, können Wildschweine täglich Dutzende von Kilometern zurücklegen, um seltene Schlammpfützen zu finden. Schlamm dient nicht nur der Abkühlung, sondern ist auch ein natürlicher Schutz gegen Zecken und Mücken. Sich im Schlamm zu wälzen entspannt sie und schützt ihren Körper vor Gefahren, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Die Bindung zwischen Mutter und Jungtier ist eine berührende im Tierreich. Sie spielen, kratzen sich gegenseitig mit der Schnauze am Rücken und rufen sich sogar mit einzigartigen Rufen zu Hilfe, wenn sie sich verlaufen. Es gibt keine menschenähnliche Zuneigung, aber eine Hingabe bis zur Erschöpfung, eine Fürsorge, die in jedem Schlag eines wilden Herzens steckt. Eines frühen Morgens, wenn der Tau noch im Gras liegt, verlassen die Wildschweine ihre Baue, um auf Futtersuche zu gehen. Die Luft ist feucht, das fahle Licht des frühen Morgens mildert das Rot des trockenen Staubes. Die Frischlinge quieken zu Füßen ihrer Mutter, ihre kleinen Schwänze aufgerichtet, die Ohren stets in alle Richtungen gerichtet. Keiner von ihnen ahnt, dass schon sehr früh eine Gruppe Löwinnen in der Gegend auf der Lauer liegt. Versteckt im hohen Gras erfassen die goldenen Augen des Raubtiers Brüllen, Erdbeben, Krallen klirren, halten durch das nasse Gras.
Als sich der Staub endlich gelegt hatte, brach die Mutter zusammen. Einige Ferkel hatten es geschafft, in eine nahe Höhle zu kriechen. Ihre Herzen hämmerten in der Dunkelheit. Doch draußen vor der Höhle bewegten sich lautlos große Schatten. Die Löwen strichen noch immer umher, schnüffelten und lauerten auf einen Fehler. In diesem rauen Land musste alles Leben seinen Preis haben. Die verbliebenen Ferkel kauerten in der Dunkelheit zusammen und umarmten sich panisch. Sie hatten ihre Mutter verloren, ihren Führer, doch ihr Überlebensinstinkt brannte noch. Sie hielten den Atem an und warteten auf den Morgen, auf den Rückzug der Raubtiere. Draußen auf der Lichtung hatten die Löwen inzwischen begonnen, ihre Beute zu fressen. Das Nagen an Knochen, das Zerreißen von Fleisch hallte im trüben Licht des neuen Tages wieder. Ein tragisches Ende für die Wildschweinfamilie und ein Festmahl für die Stärkeren. Es ist der ewige Kreislauf der Natur: Geburt, Wachstum, Kampf und Austausch. Die überlebenden Wildschweine werden diese Reise fortsetzen, mit der Erinnerung an ihre Mütter, dem Geruch von Erde und den Reißzähnen, die sie bis zur letzten Minute beschützten. In den weiten Graslandschaften Afrikas, wo die Sonne brennt und der Wind den Staub trägt, verrichtet ein kleines, aber entschlossenes Geschöpf fleißig seine wichtige Aufgabe. Es ist der afrikanische Mistkäfer, der stille Arbeiter der Natur, der eine wesentliche Rolle für das Gleichgewicht des Ökosystems spielt. Mistkäfer, Mitglieder der Familie der Blatthornkäfer, sind für ihre besondere Fähigkeit bekannt. Sie nutzen Tiermist als Nahrung und bieten der nächsten Generation einen Brutplatz. Entdecken sie einen Haufen frischen Mist, nähert sich der Mistkäfer schnell und formt mit seinen kräftigen Vorderbeinen einen Teil des Mistes zu einer runden Kugel. Dann rollt er die Kugel vom ursprünglichen Haufen weg, um der Konkurrenz anderer Mistkäfer aus dem Weg zu gehen. Das ist keine leichte Aufgabe. Der Käfer muss viele Hindernisse überwinden, wie hohes Gras, unwegsames Gelände und sogar kleine Abhänge. Erstaunlicherweise kann der Käfer den Mistballen trotz des unwegsamen Geländes geradeaus rollen. Untersuchungen haben gezeigt, dass einige afrikanische Mistkäferarten
sich am Licht der Milchstraße orientieren können, was ihnen hilft, auch im Dunkeln die richtige Richtung beizubehalten. Trifft der Mistkäfer auf ein Hindernis, klettert er oft auf den Mistballen und führt einen Orientierungstanz auf, um dessen Standort zu bestimmen, bevor er seine Reise fortsetzt. Die Reise des Mistkäfers verläuft jedoch nicht immer reibungslos. Tiermist ist eine wertvolle Ressource, und Konkurrenzkampf zwischen Mistkäfern ist unvermeidlich. Kämpfe um den Mistballen sind häufig und dramatisch. Treffen zwei Mistkäfer aufeinander, versuchen sie mit aller Kraft und Geschick, den Mistballen des anderen zu erbeuten. Diese Kämpfe können lange dauern, wobei sich die Käfer gegenseitig schubsen, umwerfen und sogar werfen, um an den Mistballen zu gelangen. Nachdem das Mistkäferweibchen den Mistballen gefangen und an einen sicheren Ort gerollt hat, gräbt es ein kleines Loch in den Boden, vergräbt ihn und legt seine Eier hinein. Sobald die Eier schlüpfen, nutzen die Larven den Mist als Nahrungsquelle. Sie entwickeln sich, bevor sie als erwachsene Tiere schlüpfen und ihren Lebenszyklus fortsetzen. Dieser Prozess trägt nicht nur zum Fortbestand der Mistkäfer bei, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Zersetzung organischer Abfälle, der Verbesserung der Bodenqualität und der Eindämmung anderer Schädlinge. Die scheinbar kleinen Aktionen der Mistkäfer haben tatsächlich große Auswirkungen auf das Ökosystem. Indem sie Tiermist beseitigen, verhindern sie das Wachstum krankheitserregender Bakterien, verbessern die Bodenfruchtbarkeit und fördern das Pflanzenwachstum. Die Existenz und unermüdliche Aktivität des afrikanischen Mistkäfers ist ein Beweis dafür, dass selbst die kleinsten Lebewesen eine wichtige Rolle für das Gleichgewicht und die Gesundheit unseres Planeten spielen. Im weiten Sandmeer, wo die Sonne wie ein Messer brennt, wo der Tag eine Arena und die Nacht ein Überlebenskampf ist, lebt ein kleines, aber stolzes Geschöpf. Suricata suricata, auch bekannt als Erdmännchen. Sie haben weder die Krallen eines Löwen, noch das Gift einer Schlange, noch die Geschwindigkeit einer Antilope. Aber sie besitzen etwas, das nicht alle Tiere haben: kollektive Intelligenz.
Erdmännchen leben hauptsächlich in der Kalahari-Wüste, die sich über Südafrika, Botswana und Namibia erstreckt. Frühmorgens, wenn die Sonne noch nicht zu stark scheint, verlassen die Erdmännchen ihre unterirdischen Nester, ein Netzwerk aus Höhlen tief im Sand, und breiten sich aus, um den Tag zu beginnen. Ihre Baue sind eine komplexe unterirdische Struktur, die bis zu 2 Meter tief sein kann und Dutzende von Ausgängen, Gängen, Ruheräumen und Brutkammern aufweist. Ein sicherer Ort gegen die Hitze des Tages und die Kälte der Nacht. In den Bauen wird der Nachwuchs versorgt und die dominanten Paare brüten und ziehen die nächste Generation auf. Im Gegensatz zu vielen Arten mit territorialem Charakter zieht bei Erdmännchen die ganze Gruppe den Nachwuchs auf. Nicht alle Individuen vermehren sich, aber alle haben eine Aufgabe. Jede Erdmännchengruppe kann 10 bis 30 Tiere umfassen, angeführt von einem dominanten Weibchen, das in der Regel die Mutter der meisten Jungen ist. Das dominante Paar entscheidet, wann es weiterzieht, sich fortpflanzt oder sogar ein Tier ausscheidet, wenn die Ordnung des Rudels gefährdet ist. Das Besondere daran ist, dass jedes Individuum eine wichtige Rolle spielt. Wache, Babysitter, Jäger, Späher. Der Torwächter ist dabei das prägnanteste Symbol des Erdmännchens. Ein aufrecht stehendes Tier, dessen Augen den Horizont absuchen, dessen Ohren aufgestellt sind und dessen Körper bereit ist, Alarm zu schlagen. Erdmännchen ernähren sich hauptsächlich von Insekten, Würmern, Spinnen, Skorpionen, Eiern, Eidechsen und sogar Schlangenbabys. Mit ihren langen, scharfen Krallen, die wie Skalpelle wirken, und ihrem ausgeprägten Geruchssinn graben sie sich tief in den Boden ein und suchen nach Beute, die unter dem Sand versteckt ist. Sie verfügen über eine seltene Fähigkeit. Sie sind immun gegen das Gift einiger Wüstenskorpione und wissen sogar, wie man das Gift vor dem Fressen abbeißt. Diese Fähigkeiten sind nicht instinktiv, sie werden von Generation zu Generation weitergegeben. Die Erwachsenen bringen ihren jungen Skorpione, töten sie aber nicht. Stattdessen lassen sie die Jungen lernen, wie sie töten können, ohne sich zu verletzen.
Ein echtes Erziehungssystem. Heute ist es heißer als sonst. Die Luft brodelt, der Sand ist heiß und viele Arten müssen sich verstecken. Doch die Erdmännchen kommen trotzdem heraus, denn die Jungen brauchen Nahrung. Die Herde teilt sich in zwei Gruppen, die zum Fressen hinausgehen und die bleiben, um das Nest zu bewachen. Ein erwachsenes Weibchen steht Wache und verfolgt jede Bewegung mit den Augen. Niemand bemerkt, was sich leise nähert. Eine fast 2 Meter lange afrikanische Kobra, die in S-Form gleitet. Ihr Körper wippt im Schatten der niedrigen Bäume, den Blick auf den Höhleneingang gerichtet. Sie weiß, drinnen sind die Jungen ein leichtes Opfer. Das wachende Erdmännchen bemerkt die seltsame Bewegung. Es zischt sofort. Ohne zu zögern kehren die 6 Erwachsenen zurück. Sie laufen nicht weg, sondern umringen die Schlange in einem Bogen. Die Kobra richtet ihren Körper auf, öffnet die Ohren und zischt warnend. Doch die Erdmännchen zogen sich nicht zurück. Eines stürzte sich nach vorne als Köder. Die Schlange stach zu, verfehlte sie aber. In diesem Moment näherten sich 2 weitere von beiden Seiten und zischten in Wellen. Die Stille verwandelte sich in ein Schlachtfeld aus Geräuschen. Zischender, fliegender Sand, die Schlangen zischend und sich in passiver Haltung windend. Schließlich begriff die Schlange, dass sie nicht angreifen konnte, ohne verletzt zu werden. Sie verdrehte ihren Körper, glitt zurück, drehte sich um und ging weg. Die Erdmännchen verfolgten sie nicht. Sie hatten ihr Ziel erreicht, die Herde zu beschützen. In der Natur, wo das Überleben des Stärkeren oft das Überleben begünstigt, lehren uns Erdmännchen eine weitere Lektion. Intelligenz, Solidarität, Mut und familiäre Zuneigung können Waffen sein, die den Tötungsinstinkt überwinden.
Erdmännchen stehen nicht an der Spitze der Nahrungskette. Ebenso wenig sind sie Machtsymbole wie Löwen. Doch sie sind es, durch ihren Mut gegen Schlangen, durch ihre Art, ihre Jungen zu erziehen, durch ihre Art, sich gemeinsam im heißen Sand zu verstecken oder sich nachts zusammenzukauern, die ein wunderschönes Kapitel im Buch des afrikanischen Überlebens geschrieben haben.